Seit gestern haben wir leichte Schieflage. Wir sind in der sogenannten Titanic-Situation. Irgendwann war klar, wir müssen das Schiff wieder ein bisschen rausholen, damit uns das Ding nicht komplett in den Mittellandkanal sinkt. Dann hat uns das Boot einfach vorgegeben, dass es zu viel ist. Zu viele Menschen auf dem Boot, zu viel Gewicht auf dem Boot, zu viele Ideen, zu viel Symbolik. Jetzt haben wir es ab heute mit der Natur zu tun. Also wir fahren gegen den Strom. Wir sind gerade in der Nähe von Magdeburg und seit gestern haben wir leichte Schieflage. Daraufhin haben wir festgemacht, haben erstmal gesagt, okay, wir bleiben liegen, wir müssen erstmal prüfen, was hier überhaupt Phase ist. Irgendwann kamen halt die Momente, ne, wo man gesehen hat, das Boot ist irgendwie vom Ufer aus betrachtet nicht mehr so richtig im Wasser oder so, wie man sich das vorstellt. So, ne? Irgendwie ist es hinten tiefer und dann vorne höher. Und dann hat sich das die Tage über gesteigert und da muss man erstmal das Problem finden. Und das muss man auch im Kollektiv finden, das Problem. Und dann muss man auch eine kollektive Lösung finden. Also wir haben Gewicht verlagert vom Schiff an Land. Das heißt, durch eine Überladung ist es dazu gekommen, dass ein Belüftungsloch Wasser gezogen hat in die Pontons. Und diese Luftziehung steigert sich exponentiell, sodass Gefahr besteht, dass die Citizen Ship sinkt. Also wir sind gerade in einer äußerst brenzligen Situation. Aber mit der Mannschaft, die sehr gut reagiert hat, mit der Skipperin, die sehr gut reagiert hat und hoffentlich mit der Hilfe der Feuerwehr, Lokalen und des THWs, können wir diese Herausforderung annehmen. Aber drüben ist es abgesackt. Können wir mal rüberfahren? Ja, wenn ich hier unten dagegen klappt, spürt man richtig, dass die voll sind. Jetzt eben diese Schieflage mit den Schwimmkörpern ist eine Sache, wo wir eigentlich gehofft hatten, dass sowas nicht passiert. Aber es sind nicht umsonst ganz viele verschiedene kleine Schwimmkörper. Das heißt, ein Leck ist erstmal nicht dramatisch, aber es macht sich gleich bemerkbar. Dadurch, dass wir bis an die Grenze mit Gewicht beladen sind, haben wir sofort eine leichte Schieflage, wodurch dann eben auch Wasser in den Bereich vordringen kann, wo wir die Elektrik des Antriebsmotors haben. Das ist eigentlich organisatorisch eine Riesenkatastrophe, dass wir da in dem Fall mit Leck im Boot oder sagen wir mal mit ein bisschen Wasser im Schwimmkörper nicht weiterfahren konnten. Wir haben diese Termine, alle Communities maximal enttäuscht, haben sich ein halbes Jahr darauf vorbereitet. Jan van Eesch kriegt eine Unmenge von WhatsApp-Nachrichten, Telefonaten der Enttäuschung. Und Jan ist auch nicht mehr in der Lage, das alles zu handeln, weil es einfach echt too much ist. Wir hatten ja zwei, wenn man das jetzt mit Klimawandel beschreibt, hatten wir zwei Momente. Einmal lief Wasser in die Auftriebskörper hinein, also hatten wir zu viel Wasser am Schiff. Das heißt, das Schiff sank hinab. Wir konnten es gerade noch vor dem Grund retten. Dann später war das Wasser aus den Auftriebskörpern raus, aber das Wasser drumherum nicht mehr da. Das heißt, das Schiff hatte nicht mehr genug Platz, um auf dem Fluss zu fahren. Und dann kam natürlich die Naturgewalt hinzu, der Strom ging an. Guten Morgen, hier ist Citizen Ship. Wir würden gerne bei Ihnen in Richtung Weser schleusen. Um die Citizen Ship zu fahren, braucht man einen Sportbootführerschein. Und er hat seinen Namen auf der Oberweser wirklich verdient.
ja die Schiffsführerin und wenn ich die Möglichkeit habe, mein Schiff zu retten oder ein Leben, dann muss ich mich immer für das Leben entscheiden. Das war, was ich jeden Morgen bei meiner Morning Speech gepredigt habe. Leute, gefährdet euch nicht selbst. Ich mag mein Schiff und ich möchte es nicht zu Schrott fahren, aber ich würde es tun, um euer Leben zu retten. Und dann kam die Weser. In die sind wir am 4. Juli eingefahren. Und unsere größte Sorge war mal der Gegenstrom gewesen, ne? Der auch mit den Communities, mit denen wir immer in Kontakt waren, schon immer ein riesiges Thema war. Und wir haben gesagt, das müssen wir nur zusammen. Wir können nur zusammen über die Weser. Wir kriegen das alleine nicht. Das Boot wird es alleine nicht schaffen. Dass uns dann aber so ein tiefer Wasserstand entgegenkam, ich glaube, das war der Moment für mich dann. Und dann mit den Behörden, als es dann die ersten Probleme gab. Das war für mich dann absehbar, dass das nicht mehr so leicht zu lösen ist mit ein paar Leuten, die einem nachts irgendwie aus der Patsche helfen. Die Weser hat sowas von 5 bis 8 Kilometer Gegenstrom. Wir fahren ja flussaufwärts. Und die geht auch nicht geradeaus wie der Mittellandkanal, sondern die macht eine Kurve nach der anderen. Und eine Kurve fahren ist echt was anderes, als einfach durch den Kanal geradeaus zu fahren ohne Strömung. Da kommen dann einfach viele Sachen zusammen, die schwierig sind. Ne? Der Gegenstrom, du musst viel mehr Schub geben von hinten, um überhaupt voranzukommen. Die Fahrradfahrer müssen ernsthaft reinhauen. Also es wurde ein Beiboot mit Verbrennungsaußenborder hinten angehängt und das kann uns drücken. Du musst natürlich auch die ganze Zeit 100%ig aufmerksam sein, wo du lang fährst, weil rechts und links einfach immer die Gefahr des Auflaufens besteht auf einer Sandbank, die sich spontan im letzten Winter gebildet hat und inzwischen noch nicht weggebaggert wurde. Die Herausforderung hast du die ganze Zeit. Das heißt, du musst 100% fokussiert die ganze Zeit sein. Und wenn du das nicht bist, läufst dann halt auch mal auf eine Sandbank auf. Ich glaube, dass wir mit einer Euphorie gestartet sind, die nicht naiv war, aber sie war sehr überschwänglich. Und vielleicht ist einfach das Boot zu schwer gewesen. Ne? Es war alles zu viel. Das Projekt war viel. Vielleicht nicht zu viel, aber ich glaube, Zeit ist ja auch ein relativer Faktor. Und ich glaube, das Boot hat sich seine Zeit dann schon selber eingeräumt und hat das Programm dann selber entzerrt. Und so glaube ich, dass wir noch mehr hätten aufs Boot hören müssen.